Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schönster Alkoven auf der Messe, das fang doch so an. Das ist ein Abdrücker. Der schönste Alkoven auf der Messe. Also für mich unheimlich gelungen, ja. Schau ihn dir an. Wenn man sagen kann, dass ein fahrender Wandschrank schön ist, dann kann man das sagen. Aber da sind wir schon beim Thema. Es gibt Leute, die hassen Alkoven und es gibt Leute, die lieben Alkoven. Es gibt so nichts dazwischen, weil die normalen Fahrzeuge, ich sag mal, sehen ja nicht aus wie ein Alkoven. Ein Reisebus hat keinen Alkoven, das ist so, aber es ist eines der praktischsten Fahrzeuge überhaupt und es hat einen riesen Vorteil: innen siehst du nicht das Fahrerhaus. Und das ist das, was ganz viele Leute lieben. Du hast ein Feeling fast wie im Wohnwagen. Also sehr, sehr großzügig. Du hast 2 feste Schlafplätze, kein Hubbett. Du hast einen riesen Stauraum, wenn du es nicht brauchst. Viele Dinge sprechen für den Alkoven. Und ganz, ganz viele Menschen lieben ja das neue Design vom brandneuen Daily, der hier da ist. Und hier endlich hast du das Original Fahrerhaus. Du hast das, wie du das möchtest. Du hast wie in Amerika diese unglaublich breiten Trittstufen, ja, das ist der Hammer. Das haben wir eigentlich perfekt adaptiert. Du siehst, wir gehen vorne vom Kotflügel, nehmen den Schweller mit und passen es nach oben an über ein zweiteiliges GFK-Teil. War nicht ganz billig, muss man sagen, weil ihr musstet ein neues machen. Nee, das war nicht ganz billig. Also die Entwicklung ist komplett aus unserem Hause. Ich meine, da stecken überall Werkzeuge dahinter. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, was sowas kostet. Ja, wer den Rundgang von uns durch eure Servicehalle beobachtet hat, ich durfte ja nichts sagen, ja, da stand dieses Fahrzeug hier, nämlich als Fahrgestell, richtig? Da stand das Auto noch als Fahrgestell mit einem Fahrerhaus und hinten komplett nackt. Ich wusste es ja schon die ganze Zeit, aber wenn du mal gerade links neben mir bleibst, dann zeigen wir mal gerade das schöne Fahrzeug. Das ist die Optik, die man normalerweise nie sieht. So stehen sie eigentlich bei euch auf dem Hof nie. Denn ihr kriegt normalerweise von Meyer Fahrzeugbau die Fahrgestelle, aber auch der hier kommt vom Meyer. Natürlich, auch hier macht der Meyer von uns den kompletten Umbau, Ausleger, Heckausschnitt vom Fahrerhaus und dann natürlich die bekannten Teile wie Gastank, Hubstützenanlage, Luftfahrwerke. Ja, es ist eigentlich ein ganz interessantes Fahrzeug, weil wenn man es von hinten anschaut, ja, denkt man, es ist ein Palace. Also so kann man meinen, die Höhe ist wie beim Palace? Der ist ein bisschen höher, der ist 3,50 Meter. Du siehst, wir haben oben keinen Knick. Das ist ja das, was man beim Alkoven immer sieht. Man kommt von der Alkovenhaube und holt das Chassis wieder nach unten. Wir haben das aber für mich perfekt gelöst. Wir haben es nach oben glatt gezogen, haben die Dachmarkise wie bei allen anderen Baureihen perfekt oben integriert, also auf der anderen Seite. Ach, ich dachte, die wäre drin. Also auf der Fahrerseite macht es wenig Sinn, sondern drüben auf der Beifahrerseite, da wo auch die Ausgangstür ist, haben wir sie perfekt integriert und deswegen ist der ein bisschen höher wie der Palace. Also wir haben hier 3,50 Meter Höhe. Ich bin mal gespannt. Ihr hattet schon ein Schlüsselfeld auf dem Stellplatz schon mal einen stehen, oder? Nein. Also man muss sagen, es ist ja ein großes Comeback im Alkoven, aber das erste Mal auf dem Iveco Daily. Wir hatten davor die Artego und die Eurocargo gebaut, hatten sie vor einigen Jahren eingestellt und das ist so das große Comeback in die Alkovenklasse. Ja, ich darf mal eine ganz große Lanze brechen. Ja, wenn wir mal kurz nochmal zurückgehen, bitte, Robert, dann zeigen wir das nochmal. Für den Daily. Denn viele sagen, naja, der Daily, der ist ja immer so am Limit, am Maximum, an keine Ahnung was. Ja. Das Fahrzeug hat jetzt auch 7,49, wie es hier steht? Das Fahrzeug hat 7,49 Tonnen, ja. So, bei 7,49 Tonnen habe ich jetzt den Vorteil, ich könnte jetzt behaupten, naja, das Auto ist ja dafür nie gebaut worden, es wurde dann Stück für Stück immer wieder hochgelastet mit allen drum und dran. Man muss ihn mal fahren. Also es ist wirklich so, Luftfahrwerk auf Wunsch. Du hast hierbei eine Bremse, die wirklich funktioniert. Also das ist jetzt kein Spielzeug, wo einer sagt, das ist ja alles am Limit, sondern ich fahre Passstraßen damit. Man kann natürlich nicht sehr schnell fahren, muss man sagen. Wenn man Passstraßen fährt, da muss man natürlich das beachten, dass man die ungefähr so schnell runterfährt wie hoch. Das sind so. Aber das machst du ja mit dem PKW eigentlich auch nicht, ne? Also es ist, die Motorleistung ist über die Jahre immer nach oben gegangen. Das Chassis wurde eigentlich immer angepasst. Der hat richtig Power, muss man sagen. In dem Segment fährt er wirklich am angenehmsten. Ja, also wer das mal probiert in Ländern, wo es geht, man kann also selbst einen Palace auf 100, gut, er regelt jetzt ab bei 120, aber der hat Kraft, 110? 110. Okay. Der regelt bei 110 ab, also vielleicht rollt er mal über 115. So ist das, ja. Klappen. Man darf ja nicht vergessen, wir bewegen hier ein Fahrzeug von über 9 Meter Länge und der ist nicht gebaut für 140 und aufwärts. Ja, er ist sehr leicht. Spritverbrauch so auch um die 17 Liter? Genau, zwischen 16 und 18 Liter kann man das Fahrzeug fahren.
das ist aber auch übrigens wie ein Transporter mit dem Wohnwagen hinten dran. Da liegen wir auch ungefähr gleich. Das heißt, die nehmen sich auch gerne 13, 14, 15 Liter. Ja, von hinten, ich gehe mal gerade ein bisschen steiler rein. Von hinten hast du es vorhin schon schön gesagt, es ist ein Palace. Ja. Wir sehen es dann auch im Innenbereich. Also wir haben hier viele Teile vom Palace adaptiert. Also vom Grundriss Küche nach hinten ist es ein 88 LB. Also unser bekanntester Grundriss. Und so haben wir dann Einstich gewagt. Es wird ihn natürlich auch als Rundsitzgruppenfahrzeug geben. Das werden wir gleich nochmal zeigen. Also da wirst du mir zeigen, hinten wo das Bett ist, gibt es eine Rundsitzgruppe. Genau. Vorne schläfst du im Alkoven. Unglaublich beliebt. Leute möchten sowas haben. Die Aufbauhöhe ist wie beim Palace. Die Klappen gehen jetzt nach oben auf. Das ist auch eine Neuerung. Genau, die Klappen gehen nach oben auf. Wir haben ja das Scharnier. Du siehst es, die Scharniere sind innenliegend. Und wir haben es jetzt gedreht. Haben den Vorteil, die schlagen nicht mehr auf die Schürzen auf. Na danke. Ich habe doch die alten. Aber es gibt ja demnächst was zum Verkünden, das kann ich euch sagen. Auch wir werden... Eine komplette Durchreiche. Ja, hier, komplette Durchreiche. Gastank. Dann hier. Entsorgung. Nach oben, da kann ich mich ja wirklich dran Der ist gewöhnen. jetzt verschlossen, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Schön ist auch, alles ist innenliegend, das heißt, also es ist geschützt gegen Schmutz und Co. Sogar hier die Stoßdämpfer, das ist alles da. Die Entsorgung, Festtanks haben wir hier? Genau, wie bei allen anderen Baureihen auch. Grau- und Fäkalwasser getrennt. Frischwassertankspülung und Tankspülung der anderen zwei. Also wer sich auskennt, aber ich mache das Video mal für Leute, die sich nicht auskennen. Wir fangen mal bei Pontius und Pilatus an. Hier drunter ist eine Warmwasserheizung wie zu Hause. Warmes Wasser, keine Luftheizung. Nein, Warmwasserheizung. Wir haben hier die alte 3020, die mit Strom und Gas funktioniert. Also ich bin dann komplett autark, sofern der Gastank voll ist. Wir haben die Wasserpumpe, die du hier siehst. Alles immer für eine Wartung optimal zugänglich. Der Aufbau komplett holzfrei, also außer die Möbel. Wir haben im Unterbereich kein Holz. Kein Holz. Also Hier, das Sandwich-Modul ist ein Anti-Slip-Material, also Kunststoff, dann Styroform. Du siehst, die Seitenwände ist ein Schottmaterial, auch PU. Also wir haben hier kein Holz. Also wenn so ein großer Tanker mal nicht halten sollte, dann passiert da unten nichts. Auch hier oben, also hier ist die Nasszelle. Und hier, wenn so mal eine Toilette was haben könnte, dann auch hier perfekte Wartungsluke. Man kommt dann alles dran, man kann hier den Wasserverbrauch der Toilette regulieren und kommt hier sauber an den Zerhacker, ohne die komplette Toilette demontieren zu müssen. ich würde dich bitten, dass du auch da nochmal kurz aufklärst. Das ist eine Festtanktoilette. Es gibt ja mehrere Systeme. Es gibt eine Verbrennungstoilette, meistens eine Chemietoilette mit Kassetten. Sowas habt ihr gar nicht mehr oder gibt es sowas auf Wunsch auch noch? Doch, wir haben das beim Home, haben wir noch die Kassettentoilette. Sind aber natürlich jetzt in der Baureihe Palace, analog Palace unterwegs und haben nur die Zerhacker. Du hast Familie, du hast 2 Kinder, eine Frau. Wenn ihr losfahrt, wie ist da die Autonomie von dem Festtank? Wie viel geht da rein? Wie lange könnt ihr damit in Urlaub fahren? Der Festtank ist, glaube ich, nicht das Problem. Also wir sind in der Regel 3 bis 5 Tage autark. Strom ist auch kein Problem, muss man dazu sagen. Frischwasser. Frischwasser ist unser Problem, wenn wir in der Toskana mal so ein bisschen unterwegs sind und entweder Stadt oder Strand, wird viel geduscht bei heißen Temperaturen und dann reicht unser Frischwasser in der Regel von 3 bis 5 Tagen. Aber Strom und Toilette ist nicht das Problem, sondern das Frischwasser. Ja, wir haben ja gerade ein neues Fahrzeug konfiguriert, wir sagen nicht welches, aber da gibt es dann einen großen Frischwassertank von über 500 Litern, muss man sagen. Wenn das geht, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte. Interessant. 520 Liter. 520 Liter, also wir werden mal was erzählen. Hier eine Besonderheit, wir haben an der Rücktür haben wir kein Schloss mehr. Also ich sag mal, die Schlösser sind toll, aber richtige Vollprofis kriegen auch die auf. Wenn aber gar kein Schloss mehr dran ist, dann hat man natürlich die, ich sag mal, Sachen, die da sind, komplett geschützt. Wie funktioniert das hier? Klär mich mal auf. Wie geht das? Na gut, wir haben innenliegende Scharniere. Wir haben hier die Aufnahmen. Das ist ein elektrisches Schloss. Hier ist die Entriegelung und ich habe es vorhin gerade versucht, nur ist da ein Zeitrelais dahinter. Sprich, nach 15 Minuten macht er komplett den Strom weg, sodass ich nicht mehr ran kann und auch nicht mehr vergessen kann, ob ich auf- oder zugemacht habe, weil er es automatisch übernimmt. So, ihr habt das ganze Lager voll diesen... Warte mal, ich mach schnell auf. Ja, dann macht mal auf, dann kommt er zu mir. Hier ist Büttner Elektronik 3000 SEN, den kenne ich aus eigener Erfahrung, der peakmäßig wirklich bis fast 5 kW unterwegs ist. Und er macht echtes Sinussignal und
Das ist auch was ganz Besonderes. Ihr habt ein Spezialkontingent von über 1000 Deo Minis bekommen. Ne, ihr habt im Moment keine. Aber das ist ein Musterbau. Ja, das ist ein Musterbau. Ich glaube, ein Container ist unterwegs. Ist das ein Fernseher oder was ist das? Nein, das ist eine Waschmaschine. Wo bist du denn? So. Das ist eine 3 Kilo Waschmaschine. Vollwertig, muss man sagen. Vollwertig. Also es ist ein richtiger Waschvollautomat mit 3 Kilo. Wir haben hier den hinteren Bereich komplett optimiert. In allen Baureihen, sodass wir dann hier die 3 Kilo in Zukunft auch verbauen könnten. Sofern der Container ankommt. So, ja, das ist ein unglaublich gefragtes Produkt, aber eigentlich für Länder mit kleinen Wohnungen. Das ist eigentlich eine Haushaltswaschmaschine, die da ist, und das ist richtig spannend. In den Wohnmobilen hat es eine absolute Renaissance. Überall hast du jetzt Serviceklappen. Genau. Wir haben überall Wartungsluken, wo man auch an die Aggregate rankommt. Dahinter steckt das Thema Super B. Wir haben da die Lithium-Ionen-Akkus dahinter. Zeig mal bitte, dass wir das mal sehen. Ich mache mal hier auf der Seite. So. Das war jetzt falsch. Ja, dahinter sind sie, gell? Ja. Weil wir dann einfach den Stauraum noch nutzen. Ne? Wir haben jetzt dahinter, du siehst, zwei 210 Lithium-Ionen-Akkus. Du hast die Möglichkeit, hier noch einen dritten reinzustellen. Da ist noch der Platz vorgesehen. Und hier den Stauraum nicht zu nutzen, das wäre ja fatal. Also man ist ja immer um jeden Zentimeter froh, und da hinten ist gar nichts dahinter, sondern man kann da hinten komplett abdecken. Hier ist schön, das ist die Regelung der Temperatur in der Garage. Wenn ich in Skiurlaub fahre zum Beispiel, kann ich hier auch Sachen trocknen hier drin. Genau, also ich habe in der Regel in den Fahrzeugen, die ich nutze, hier eine Kleiderstange und hänge dann die Skisachen. Wo hast du? Hier eine Kleiderstange. Und ist es optional oder? Das ist optional erhältlich. Und dann werden die Sachen aufgehangen und sind am nächsten Tag trocken. Toll. Komm, ich komme mal raus. Hier hast du natürlich entsprechende Auflagen. Ich selber habe eine Auffahrschiene für einen kleinen Motorroller. Zuladung sind wir jetzt schon hier am Ende. Ich sag mal, bei dem Fahrzeug ist es sehr schwer, oder kann ich noch ein bisschen was reinladen? Nein, du kannst reinladen. Du weißt aber, das hängt immer an dem Zubehör, das ich haben möchte. So eine Hubstütze wiegt halt nur 80 Kilo. Aber wir haben hier noch reichlich Zuladung. Also einen Roller kannst du ohne weiteres mitnehmen. Der Vorteil am Alkoven ist auch der, dass den junge Familien gerne nutzen, weil wir hier die Möglichkeit haben, auch eine 6-Personen-Zulassung zu bekommen. 6 Personen? Ja, und beim Integrierten ist es ja in der Regel immer zwischen 3 und 5. Gut, wir sprechen ja dann über Personen, die eben keine 80 bis 120 Kilo wiegen, dann vielleicht 10, 15, Ja, 20 gut, Kilo aber der Babysitz, aber ich brauche eine Zulassung. Ja, aber ich hab selten ein Kind mit 80 Kilo gesehen. Also wenn ich meinen Junior anschaue, ich glaube, da passt da dreimal rein, bis er auf 80 kommt. Ne? Ja, also das heißt, es sind zwar Menschen, die eine Zulassung brauchen, aber mit wenig Gewicht, das ist das, was die Leute ja wollen. Trotzdem rechnerisch, im Fahrzeugschein wird ein voller Mensch eingerechnet. Natürlich, 80 Kilo pro Person. 80 Kilo pro Person, das ist die Herausforderung. Ich grüße dich, Shenandoah. Guten Tag. Ja, das ist Robert Crispins. Ihr habt euch ja kurz mal kennengelernt. Ist er nett? Sehr sympathisch doch. Auch seine Familie durfte ich auch kennenlernen heute. Ist ziemlich jung, ja. Der hat schon 2 Kinder, eine tolle Frau, ist Geschäftsführer bei Morelo. Da Leute, die das sehen. Gleich rot, hey. Und er ist wirklich schon, seitdem er ich überlege gerade, du bist seitdem du 16, 18 bist in der Mobilbranche, in der Wohnmobilbranche. Ja, das ist mein 17. Caravansalon, ja. 17. 17. ja. Ja, und du bist jetzt, wie alt bist du? 35. 35. Klasse. Ja, man hat dich gebeten, oder hast du irgendjemand da jetzt bestochen, dass du den Posten bekommen hast als Geschäftsführer? Weil das ist ja schon viel Stress. Also du nimmst ja viele Sachen auch am Wochenende mit nach Hause. Ja, also rund um die Uhr. Es gibt ja für einen Geschäftsführer, also zumindest nicht in der Position, gibt es nicht um 18 Uhr Feierabend, sondern jeder, der an so einer Position steht, weiß, was da dahinter steckt. Die Warenverfügbarkeit hat der große Kopfweh, da wart ihr alle dran. Ich glaube, mit x Mitarbeitern Ware zu bekommen in diesem Jahr. Ihr habt das gut gelöst. Trotzdem gab es kleine Engpässe, oder? Du, klein ist gut, also wir haben massive Engpässe. Ich habe Gott sei Dank eine tolle Truppe im Hintergrund, die mich da unterstützt. Oder ein tolles Team, das gemeinsam versucht, die Produktion am Laufen zu halten. Aber die Warenverfügbarkeit ist ein Desaster. Von Holz bis Aluminium über Fenster, Klappen, Trittstufen, Markisen, da ist ja alles mittlerweile dabei. Ja, erste Meldung, die ich gelesen habe, Wohnmobile werden teurer. Wie ist bei euch? Musstet ihr die Preise ein bisschen anziehen? Ja, wir haben es in der Tat, also wir haben die Preise angezogen, aber wie ich finde, human. Wir haben dieses Jahr 1% auf den Listenpreis ersetzt, Zubehör gleich gelassen und haben dafür die Händlermarge genommen. Also das kann man ja auch öffentlich sagen. Die Händler haben sich beteiligt, damit die Preise nicht explodieren. Und ich finde, das ist eine gute Lösung, weil da die 5% sind bei so einem Fahrzeug 25.000 bis 35.000 Euro.
Und da haben wir gesagt, das Spielchen wollen wir nicht mitmachen. Ja, das Ganze funktioniert nur in Verbindung mit euren Fachhändlern. Ihr habt tolle Fachhändler. Ihr hattet vor kurzem in München eine Vorstellung eines neuen Fahrzeuges, da waren alle mit dabei. Ich sag mal, es wird viel abverkauft, aber ganz wichtig ist auch die Warenverfügbarkeit. Ihr habt massiv investiert. Man kann ja sagen, ihr plant die Kapazitäten auszuweiten. Das ist ein Produkt, was man demnächst dann, ich sag mal, auch wirklich bekommen kann, denn zurzeit leidet ihr im Moment unter Lieferzeiten. Genau, wir haben leider massive Lieferzeitverlängerungen. Teile, die vorher in 3 Wochen zu bestellen waren oder zu einer Lieferfähigkeit zur Verfügung standen, benötigen jetzt 30 Wochen und das zieht sich leider komplett durch die Bank durch. Es sind oft keine großen Teile, es sind oft Banalitäten, die fehlen, die aber, ich sag mal, wichtig sind, wie zum Beispiel, ganz schlimm bei euch war das Fenster über der Küche. Das hast du mir erzählt, ihr konntet dann die Küche nicht einbauen. Genau, der Vorlieferant hatte Probleme bei den Aluminiumprofilen und im Kunststoffbereich und dann hatten wir teilweise Fehlteile von 300 bis 500 Fenstern, die dann ja auch alle nachgerüstet gehören. Ne? Ja, schön ist auch, ihr habt keine oder ganz wenig Zwischenverteilungen, die Kabel gehen durch. Das heißt, jeder weiß ganz genau, das Kabel kommt auch wirklich am Verbraucher an. Es wird irgendwann ein Bussystem geben, aber ihr sagt, solange das nicht zuverlässig funktioniert, mit allem drum und dran, man will die Leute ja nicht in Spanien mit irgendwelcher Elektronik, du weißt, ein Bussystem braucht immer wieder am Ende einen Empfänger und so weiter und so fort und da testet ihr lieber ein bisschen länger als zu wenig. Genau, die Versuche laufen, Prototypen sind im Feld, aber das, wie du es gerade gesagt hast, wir legen den Schalter in der Regel erst um, wenn wir uns 100% sicher sind. So, Stückzahlen, ihr seid in dem Segment der Reisemobilhersteller mit der höchsten Stückzahl, das kann man sagen, also im absoluten Premium-Segment. Genau. Das ist so. Jetzt bedient ihr ja auch einen Teil, der ganz interessant ist. Ihr habt einen klaren Fokus, muss man sagen, auf unter 7,5 Tonnen. Das ist schon immer so gewesen, aber die Herausforderungen bei 7,5 Tonnen, die werden immer schwieriger, weil natürlich die Menschen immer mehr Komfort möchten. Sie möchten mehr Dämmung, sie möchten mehr Dinge, die es vorher noch gar nicht gab. Große Fernseher, Riesenfernseher, sie möchten, aber es ist nicht nur der Fernseher. Wir kommen immer mehr von der Mechanik zur Elektrik, also sei es die Markise, sei es das Hubbett. Wie du gesagt hast, der Auszug muss immer elektrisch sein, also es kommt immer mehr rein, auch wenn du die Klappen anschaust. Wir haben jetzt ein Riesenschloss, wir haben Dämpfer. Das Gewicht ist immer eine Rolle oder spielt immer eine Rolle bei uns im Hause. Und da muss man natürlich schauen, wenn man Gewicht reinbringt, wo man es auch sparen kann. Ne? Heute Morgen hatte ich eine Mail, die gefragt hat, was macht denn die junge Dame hier auf der Messe? A, siehst du gut aus, muss man sagen. Das ist aber nicht, sondern du bist normalerweise meine Gesprächspartnerin, wenn wir die Fahrzeuge alleine besuchen. Ja, aber du hast mir viel Glück, so viele Leute zu haben, die uns ja das alles genau erklären. Das ist ja dann viel besser, als wenn ich... Du bist so wertvoll im Moment. Also ich würde ja sagen, du kannst moderieren, aber fairerweise muss ich sagen, der Robert und ich, wir haben schon so viele Videos gemacht, ja. Wenn du mal beschreiben müsstest, wenn du mal gerade so lieb bist, du siehst hier einen Stauraum, wenn du mal gerade das mal anmoderierst, so ein kleines bisschen, mach das mal bitte. Das ist der Stauraum. Das ist der Stauraum, den Sie sehen. Von wow. Da ist normalerweise ein Dämpfer drin, der bei 90 Grad schließt. Aber Messefahrzeug. Mit der Tür. Ja. Der ist gerade fertig geworden, muss man sagen, zur Messe, oder? Genau. So, hier ist es. Ja, hier was ganz Besonderes. Sowas habe ich noch nie gesehen, denn üblicherweise ist hier diese Klappe, die ist fast so groß wie hinten. Genau, wir haben hier ein schönes Gadget, sage ich jetzt mal. Wir haben einen riesen Stauraum geschaffen und können vom Wohnraum in die Klappe reichen. Also wie bei Carthago. Das habe ich da nämlich auch gesehen, allerdings nicht so groß. Das hier ist schon ziemlich riesig und natürlich bei Carthago viel tiefer. Das heißt also, hier kann ich auf Höhe, wenn du dich mal gerade daneben stellst, Robert, sag mal gerade so lieb, dass man das sieht, also ungefähr, du kannst dich theoretisch sogar reinsetzen. Er macht das mal gerade, reinlegen. Das wird in die Annalen der Morello-Geschichte eingehen, für das 6. Kind. Aber echt ein Riesenstauraum. Also Stauraum kann man nicht genug haben, gerade für sperrige Dinge wie Stühle, ja, Tische. Stühle, Tische, wir haben Getränkekisten, Schuhe und was weiß ich nicht, was da alles reinging. Ja, ihr habt noch nie zuvor einen Alkoven gebaut. Das ist absolute, ich sag mal, Premiere. Nee, das stimmt nicht. Ja, wir haben noch nie zuvor einen Alkoven auf dem Iveco Daily gebaut. Wir hatten den Alkoven über 749 Tonnen auf dem Eurocargo und auf dem Matego. Hatten den aber schon vor Jahren rausgenommen und das ist so das Comeback. Der war zu schwer, muss man ganz klar sagen. Dann ist bei den 12 Tonnen hat es keine Rolle gespielt. Nee, aber bei den kleinen, also viele Leute wollten ja 7,49 Tonnen, haben die abgelastet. Dann waren die dann abgelastet auf 7,3 Tonnen. Da war der Fahrer noch nicht drin, also das geht nicht. Nee, auf gar keinen Fall. So.
Ja, großes Thema Preis. Also wir haben ja hier ein Fahrzeug, das beginnt bei 229.000 €. Kann man mit dem vom Hof fahren? In der Regel nicht. Also in der Regel ist ja noch Zubehör dabei. Wobei wir den jetzt in einer ganz schönen Aktion haben. Du kannst mal weiter nach links schwenken. Ja. Also der Grundriss, so wie er hier steht mit der Ausstattung, ist aktuell bei 249.900 € als Comeback-Ausstattungspaket, so haben wir das getauft. Und du siehst auch die Ersparnis von über 44.000 €. Wir beginnen hier bei 8 Metern und 214.000 € und hören bei 10 Metern mit 236.000 auf. Und das Zubehör natürlich dann über Chassispaket, Lithium-Ionen-Paket, SAT-Paket, Dachmarkise ist alles dann nochmal on top. Ja, großes Auto, Länge? Das Auto ist 9,60 Meter knapp lang, 2,40 Meter breit und 3,50 Meter hoch. Ja, es hat als einer der allerersten Dailies 3 Eingänge. Das also muss man auch sagen. Es hat also nochmal zusätzliche Noteingänge und man kann sogar hier jemand schlafen lassen. Da gibt es spezielle Bettumbauten für kleine Kinder. Die werden dort reingelegt. Das kennen wir vom Ducato auf die vorderen Sitze. Ganz bequem. Hat derjenige ein eigenes Zimmer, das sogar drin ist. Wenn du mal gerade die Tür aufmachst, Robert, dass wir da mal reinschauen können, denn das werden viele auch nicht kennen, denn ihr verkleidet nämlich üblicherweise das Fahrerhaus komplett und hier hast du das Original Armaturenbrett, das ist ja das Original Fahrerhaus. Das ist original komplett, Original Fahrerhaus, Original Armaturenbrett, Original Navigation. Wir beginnen quasi erst ab der Heckwand mit dem Lochausschnitt und dem Dachausschnitt. Ja, ich habe das eben ja schon angekündigt, du siehst von dem Fahrzeug nichts und das ist das ganz Besondere, wenn du drin bist, das Raumgefühl hat nichts mehr zu tun. Du siehst keinen Lenker, du siehst keinen Fahrersitz, das ist fast wie in einer Stube, in der schönen, oder? Genau, das ist der Vorteil und hast halt oben das großzügige Bett über dem Fahrerhaus. Das ist das Original Cockpit. Ja, ihr habt eine ganz tolle Beziehung zur Iveco, muss man sagen. Ihr seid einer der ganz großen Abnehmer für den Daily im Wohnwagenbereich. Genau, im Caravan-Sektor. Und wir gehen mal rein, dass wir das mal sehen. Die Aufbautür extra breit. Hier kann ich sogar eine Eurobox quer reintragen. Das ist ja, viele Menschen gehen ja hin und ich sag mal, haben ihren Wintervorrat, ihren Sommervorrat in Euroboxen. Die werden dann reingetragen. Die Tür war nicht immer so breit, sondern im Laufe der Jahre. Genau, im Modelljahr 19 haben wir die Tür umgestellt. 19 war es. Haben wir die Tür von 60 auf 70 cm erweitert und das ist auch absolut zeitgemäß. So, man hat hier dann 2 kleine Schubladen. Es ist ein Palace hier, kann man sagen, oder? Es ist ein Palace. Ab der Küche nach hinten ist es ein Palace. Und natürlich auch mit den Futures aus dem Palace heraus. Schön. Schuhfach, Schlappenfach, Warndreieck, Warnwesten, Taschenlampe habe ich in der Regel drin. Bei mir war es noch ein Musterbau, HPC jetzt in Serie. HPC jetzt in Serie. Hubstützen. Eine Hubstützenanlage schon, ich sag mal, in der Klasse muss. Ja. Ja, da ist es. Das Interessante auch direkt mit App zu bedienen. Das heißt, ich kann also hier wirklich dann automatisch sehen, wie steht mein Fahrzeug. Hier sieht man es. Also steht jetzt gut in der Waage, oder? Ja, fast, aber durch den ganzen, ich meine, wir haben jetzt ein paar Messetage hinter uns. Ist leicht aus der Waage, aber lässt sich ja schnell kalibrieren. Es geht vollautomatisch, das ist das Schöne. Und jetzt werden wir gleich mal rein zeigen. Es sind so Kleinigkeiten, die Leute schon seit langer Zeit lieben an den Fahrzeugen. Das sind unter anderem diese kleinen Schubladen, die hier drin sind. Was kann man hier reinmachen? Schuhe, Schlappen, Warnwesten, Taschenlampe, Warndreieck. Also ich nehme in der Regel irgendwas, was ich schnell brauche. Kleines Fach, was machst du da rein? Gar nichts. Da ist doch Taschenlampe und Warndreieck plus Warnwesten sind oben drin und unten sind so die Schlappen, die Schuhe von den Kindern. So, Fliegengitter muss natürlich sein, das vergesse ich ganz oft. Serie. Die Aufbautür hat kein Schloss mehr. Das lieben viele Leute. Das heißt, du kannst den Kindern einen Code geben, die das können. Wir gehen mal kurz rein. Das Interessante hier ist auch, die Stauklappen sind beleuchtet. Das ist ein Extra. Aber auch das würdest du empfehlen, wer es jemals hatte, will es nicht mehr wissen. Der wird es nicht mehr wissen, wenn er mal nachts im Stauraum was sucht. So, wir machen die Tür mal zu hinter uns am besten, dass wir mal das Raumgefühl ein bisschen testen können. Und jetzt würde ich dich mal bitten, dass du mal bitte dort gegenüber Platz nimmst, Robert. Und mal die Tür schließt hinten zum Fahrerhaus. Und liebe Fernsehzuschauer, das ist eine absolute Premiere, eine Weltpremiere, der allererste Daily Alkoven von Morelo, der
Gut, jetzt werden einige Fahrzeughersteller lachen, die bauen schon ewig Alkoven, auch auf Morelo. Aber für euch ist das, ich sag mal, eine Sache, die entsteht im Kopf. Dann weißt du, Alkoven ist auch ein bisschen auf dem Rückzug, muss man sagen. Ja, also schon seit Jahren. Schon seit Jahren? Das ist ja nichts Aktuelles. Seit Jahrzehnten ist der Alkoven auf dem Rückzug und der Integrierte dominiert. So, aber vollkommen zu Unrecht, muss ich sagen, denn alles hat eine Berechtigung und dieser Platz hier, normalerweise Hubbett, ja, der ist ja über dem Fahrerhaus, der ist jetzt dauerhaft da. Du kannst ihn nutzen, da ist ein festes Bett, das ist fast größer wie hinten, oder? Ja, wir haben hier ein Bett von 2,40 Meter auf 2,20 Meter, 2,15 Meter. Die Polster, die da oben sind, die Sitzgruppe kann man hier noch ausbauen. Wenn du mir das mal gerade zeigst, dann wird nämlich die Sitzgruppe nämlich zum kompletten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Brettchen alle zusammen finde. Ob du die findest. Man kann dazu machen, gell? Hier, warte mal, da stört der Teppich. Mhm. Boah, der stellt immer so fiese Fragen, ne? Genau, oder? Ja gut, ich meine, die Funktionalität, die will man natürlich einmal sehen. Du klappst, ne, der Teppich stört jetzt einfach. Genau, wenn du mal kurz hochhebst, den Teppich, sag mal, Robert. Das ist der Teppich für die Messe, oder? Ja. Ist das ein Teppich, den ich bekomme, auch auf Wunsch? Den Teppich kannst du auf Wunsch bekommen. Wir haben uns angewöhnt, auf der Messe immer einen Teppich reinzulegen, damit wir das Modul nicht beschädigen. Ich wollte das neue Bodenholz mal zeigen, das ganz neu. Das Grey, genau. Das hat man ja im Grand Empire angefangen, letztes Jahr auf Messe, und hat mittlerweile einen erheblichen Anteil an der Produktion. Wahnsinn. Also das heißt, ich bekomme jetzt die gleiche, ich sag mal, Helligkeit auch hier. Dann schiebst du diese Brettchen raus, die kennen wir ja schon aus dem Umbau der Sitzgruppen. Genau. 4 Stück. So, jetzt muss ich. Normalerweise habe ich hier unten nochmal. Siehst du, das haben wir nämlich nicht geplant. Und jetzt. Aber da fehlt jetzt ein Anteil. Aber nur mal andeuten. Also ist ja nicht so, dass wir uns mal draufsetzen. Wenn du das gerade mal zubaust, Robert. Hier. Zack, warte mal. Siehst du, er versucht nämlich. Oh. Baucharbeit. Jetzt bräuchte ich mein Kind. Ne? Jetzt, warte mal. So, jetzt Warte mal, ich filme mal gerade da nach hinten. Du kannst mal, ohne dass ich. Nein, du kannst ruhig filmen. Ich filme mal gerade das Bett hier hinten. Hier hat man dann ganz große Einzelbetten, die da sind. Du sagst, wenn du fertig bist? Ich bin fertig. Ist fertig. So, ich komme mal schnell rum. Ich muss bloß meinen Schuh wieder anziehen. Guten Tag. Weil in einem neuen Auto steigen wir nicht mit Schuhen auf dem Polster. Ne? So ist das. So, und das ist das Rückpolster? Das Sitzpolster? Nee, da hast du doch recht gehabt. Nee. Ja. So. So, zack. So. Okay. Muss bloß aufpassen. So. So. Die Schiebetür machen wir gleich zu. Schiebetür mal zu. Und dann hast du nämlich im Vorteil, die Sitzgruppe ist durchgehend. Ja, genau. Und bis zu 8, 9 Leute können sich dann da hinsetzen. Je nachdem, wie groß die sind. Den Tisch schieben wir aus. Und dann haben wir hier ein schönes Abendessen, ein schönes Frühstück oder Mittagessen. So, jetzt kommt es ja noch besser. Ihr werdet dort hinten, wo das Bett ist, eine Rundsitzgruppe anbieten können. Ist die Garage dann ein bisschen tiefer oder wie habt ihr das gelöst? Doch, auf alle Fälle. Der Nachteil an der Rundsitzgruppe ist ja, dass wir auf einer Ebene nach hinten gehen und dadurch wird die Garage kleiner, tiefer. Aber Vorteile sind, ich habe hinten eine komplette Rundsitzgruppe, vorne dann anstelle dieses Querbettes kommt ein Längsbett rein. Und ich gehe hier quasi rein, habe hier den Schlafraum und spiegel das Ganze nach hinten mit dem Wohnraum und der Küche, und das Bad wird auch in den vorderen Bereich gezogen. Ja, großer Vorteil ist, ich habe hinten eine Panoramasicht. Ihr habt da wahrscheinlich ein Heckfenster, oder? Genau. So. Heckfenster, Seitenfenster. Sind da aber noch in der Entwicklung und Dauert noch da ein wird es bisschen. demnächst einen Prototyp geben. Genau, wenn du mal kurz zur Seite gehst, dass wir das mal gerade zeigen. So sieht das Ganze denn umgebaut aus. Dann könnten zum Beispiel die Eigner ja dann auch vorne reingehen. Also wenn sie sagen, ich will das dauerhaft so lassen, oder dann geht man durch die Vordertüren rein. Genau. Kann man die Tür abschließen, die Zwischentür? Ist das möglich? Kann man dann Zusatzschloss bestellen? Die kannst du abschließen und du kannst aber auch, wenn du hergehst, wenn du aus dem Fahrerhaus hochkommst, Nein! Wow. kannst du aufheben. Oh, So, jetzt ist zu. Robert. Robert, du musst uns das unbedingt mal zeigen jetzt. Bitte nochmal zurückbauen kurz. Mal zurückbauen. Nein, hier. Ach so. Hier zurückbauen. So, warte, dann setze ich das hier erstmal auf. So. Das kenne ich aus dem Etrusco. Wer weiß. Ja, jetzt aber, hey. Das war Spaß. Nein. Ja, bei vielen Fahrzeugen kannst du es ja hochklappen, aber da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, muss ich fairerweise sagen.
Boah, ist das schön. Ich liebe ja Alkoven. Ich bin ja ganz großer Fan von Alkoven. Und der Vorteil ist halt, du gehst hier. Shenandoah, wenn du dich mal gerade bitte auf die Beifahrerseite setzt. Ich zeige mal gerade was ganz Tolles. Du brauchst nämlich bei diesem Fahrzeug im Regelfall keine Sonnenschutzblenden. Warum? Weil der Alkoven hier deutlich drüber geht. Siehst du es? Ja. Ja, oh, wow. Da ist die Sonnenblende. Genau. Aber beim Fahren, Robert, du sagst, da muss man schon aufpassen. Denn so ein Alkoven, der ist auch vorne hoch. Das ist praktisch zu fahren wie ein Palace, oder? Man sieht es aber nicht. Genau, du hast hier oben drüber deine 70 cm. Aber ich sage jetzt mal, wenn du mit dem Fahrzeug ein paar Tage oder ein paar Stunden unterwegs bist, gewinnt man sich da unheimlich schnell dran. Ihr bietet eine Rundumkamera an auf Wunsch? Eine Birdview, genau, die dann integriert ist, über einen zusätzlichen Monitor und die Rückfahrkamera, die auf dem Navi geschalten ist. Ja, der neue Daily ist gerade jetzt in der normalen Version richtig schön geworden. Also ganz automotive. Genau. Das ist der gleiche, der auch im Palace drin ist. Also wenn man das jetzt so sieht. Ja gut, da reißen wir alles raus und machen unser eigenes Armaturenbrett. Ne? Ja, das ist die Original-Navi von Daily? Genau, das ist das Original-Navi von Iveco. Ja. Boah, schön. Und jetzt, bleib mal sitzen, zeige ich mal, wie viel Platz man hat beim Einstieg, weil da so reinkrabbeln, weil ihr habt ja auch Kunden, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind. Für die wäre das eine Tortur, aber so ist es echt einfach. Ich bin begeistert. Ja, kommt mal raus. Ladies first. Man kann nämlich ganz bequem aussteigen jetzt. Ja. Auch Robert, wenn du mal kurz rauskommst. Großartig bücken. Also du musst dich gar nicht groß bücken. Nee. Toll, oder? Super. Ja, du hast erzählt, die Resonanz ist Verhalten. Warum, kann ich auch sagen. Also Verhalten bei den Leuten, die normalen Palace fahren, also die das gewohnt sind, die sagen, was soll ich damit anfangen? Aber Du hast es aber eingangs schön gesagt. Du hast gesagt, es gibt nur Lieben oder Hassen. Also Ja. da gibt es, glaube ich, mittlerweile keinen dazwischen. Und man war es ja auch die letzten Jahre von Morelo nicht gewohnt, dass wir einen Alkoven anbieten. Ja. Und der war immer Eurocargo, der sah immer aus wie so ein kleiner LKW, Artego. Genau. Und jetzt ist es aber so, das ist ein echter Morelo. Das heißt mit allen Genen. Ihr baut den nicht anders auf einem anderen Band. Nein. Nee. Nein, das ist ein echter Morelo. Du siehst, ab der Küche nach hinten kommt der Grundriss bekannt vor. Und wir haben hier nur die Sitzgruppe und den Alkoven adaptiert. Ansonsten ist es, wird er bei uns mit den anderen Fahrzeugen durch die Produktion getaktet. Ja, ihr seid so flexibel wie Volkswagen. Ihr könnt also in ganz vielen Bändern die Fahrzeuge nacheinander komplett variieren. Mal in Actros als Liner, dann ich sag mal in Alkoven und so weiter. Das Fahrzeug, was spielt das für eine Rolle bei euch in der Zukunft, laut Planung? Ist das ein wichtiges Fahrzeug? Ja, es ist ein wichtiges Fahrzeug, weil wir damit eine neue Zielgruppe ansprechen wollen. Wir hatten junge Familien. Also ich denke da jetzt an mein Alter. 2 kleine Kinder, viel Platz. Es kommt ganz modern rüber, durch vorne das Fahrerhaus, was da ist. Und auch die Nutzung, dass du hier ein richtiges Haus hast, ein kleines Haus. Da sind die 2 Mäuse von dir. Jawohl. Da darf ich dir mal zeigen? Darfst du. Aha, und weg, ne? Boah, du warst ja ganz schön fleißig. Nein, aber du kommst aus Franken, muss man sagen. Also die sprechen ganz toll Fränkisch. Danke. Ich habe es ja eben kurz kennengelernt. Ja, deine Frau, muss sagen, die steht dir natürlich auch zur Seite, aber als Geschäftsführer, das ist schon, du kommst öfter mal später nach Hause? Ja, aber man sagt ja so schön, hinter jedem starken Mann steckt eine stärkere Frau. Und das ist da so. Also die macht das mega und hält mir den Rücken frei. Ja, das ist jetzt auch mal was ganz Besonderes, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ein freistehendes Element, nämlich eine Barsitzgruppe auf der anderen Seite. Normalerweise gibt es sie nur rechts und jetzt ist sie hier links. Und hier, guck mal hier, Shenandoah, da ist nichts drunter, die steht komplett frei. Siehst du? Siehst du? Ja. Wenn du da mit den Füßen reingehst, wenn du mal kurz reingehst, wie einfach man da reinkommt. Also einfach nur reingehen. Sehr gut. Sehr gut. Also da stört nichts. Und das ist habe ich das richtig moderiert, der gleiche Tisch wie aus der Barsitzgruppe? Ähnlich, nicht der gleiche, aber ein ähnlicher. Ja. Also der Tisch ist in der Optik, in der Mimik ist es dasselbe. Die Mechanik ist leicht eine andere. Leicht eine andere. Ja, auch da habt ihr euch überlegt, warum das Rad neu erfinden. Aber auch der Tisch kostet richtig Gewicht. Denn der ist komplett mit dem Fahrgestell verbunden und allen drum und dran. Das Thema Fahrzeugsicherheit. Wir haben hier ein recht schweres Fahrzeug. Jetzt ist ja das Fahrerhaus etwas tiefer. So, das heißt also, ich bin jetzt hier auf Pkw-Niveau. Wie fährt er sich denn, wenn du normal ja höher sitzt? Ja, du bist ja normal Reisebus-Feeling. Und jetzt?
Ich bin ehrlich, ich könnte was erfinden, aber ich bin den leider noch nicht gefahren, weil wir haben den wirklich einen Tag vor der Messe fertiggestellt und dann ging er sofort auf die Autobahn. Aha. Aber das mache ich als erstes, wenn er wieder daheim ist. Und dann machen wir noch ein Video dazu. Haben die Händler vorgeordert ordentlich? Ja. Wir haben leider bei dem Fahrzeug eine unheimlich lange Lieferzeit. Also wir werden den die nächsten 12 Monate in einer handverlesenen Stückzahl bauen. Da kommt das Rundsitzgruppenauto, dann kommt die Dinette hinten. Also wir werden die Grundrisse jetzt fertig entwickeln, handverlesen, produzieren und in Serie geht es erst im nächsten Herbst. Ja, hier auch eine Besonderheit, die auch wirklich toll ist. Die Schränke wie im Palace, das ist so, aber alles ist jetzt anders. Hier macht natürlich der 40 Zöller, ein 32 Zöller macht richtig Sinn an der Stelle, denn die ganze Familie kann jetzt schauen, also wenn man da ist. Du hast mir erzählt, bis zu 6 Sitzplätze? Genau, wir haben vorne 2, wir haben hier 2 und dann können wir noch entgegen der Fahrtrichtung 2 Sitzplätze generieren. Hm. Quer geht nicht mehr? Quer geht nicht mehr, nein. Okay. Wenn du mal gerade mal aufstehst, sei mal so nett. Das ist die Sitzbank, die schöne, so. Die richtig toll ist. Und jetzt zeig mal bitte, man kann durchladen. Robert, ich schicke dich zur Produktschulung. Stopp. Das ist nämlich ganz tricky, ja. Das ist nämlich ganz tricky. Warte, so, zack. Das reicht auch nicht. So. Einmal hier rein. So, zack. Klebt er da hinten? So. Da ist es. So, das rastet auch ein, oder? So, jetzt aber. Jetzt hat man es. Das halbe Auto. So, bitteschön. Alles gut. Ich halte mal fest. Da sind wir. Das hier ist ein Prototyp, muss man fairerweise sagen. Ja. Das ist der allererste Baureihe Nummer 0. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis die ersten jetzt an Band laufen. Ihr wolltet das Fahrzeug trotzdem vorstellen. Viele Dinge, die wir hier sehen, werden noch verändert. Unbedingt. Also wir sticken, du weißt ja, wir schlafen nicht und versuchen eigentlich, jetzt lege ich das einfach mal hin. Genau. So. Mal kurz mal hinlegen. Wir hatten jetzt da, wo die Kollegin sitzt, hatten wir, ich lass mich nicht lügen, ich glaube am Freitag vor der Messe den Fernseher noch. Ja. Also hier hinten war der Fernseher versenkt. Ja, dann hat der Löhner festgestellt, dass hier die Sitzsituation einfach nicht optimal ist. Also man wird sich die ganze Zeit berühren und er hat es wirklich von Freitag auf Montag komplett umbauen lassen. Wow. Hier, vor Ort? Nein, daheim, aber das daheim. Ja. Von Freitag auf Montag, ich glaube Dienstag waren die Kollegen dann fertig, dann haben sie hier die komplette Sitzgruppe zerlegt. Nochmal, ihr habt die Messe eröffnet? Nein, vor der Messe. Daheim eine Woche vor der Messe. Da war der Fernseher vorher. Da war der Fernseher vorher, ja. Der Fernseher war hier, komplett versenkt. Also wie wir das kennen bei den anderen. Mhm. Ja, und jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier, ja. Ja, aber das, hier die Sitzplatzsituation zu entschärfen oder zu verbessern. Das kenne ich nämlich aus vielen anderen Fahrzeugen. Ist ganz toll, man kann ihn drehen, also drehbar rausziehen und so weiter und so fort. Hat sich als besser gezeigt. Die neue Inverter-Mikrowelle haben wir eben schon gezeigt. Die hat auch, der Reinhard liebt ja Panasonic. Hat er mir erzählt und hatte irgendwie eine Mikrowelle, die nie kaputt ging und hat er gesagt, aber die ist genauso groß wie der Dometic-Kühlschrank und passt auch richtig toll und die Invertertechnik ist eine sehr gleichmäßige Stromaufnahme. Schrank für Families. Darf natürlich nicht fehlen, wenn du hier mit 6 Leuten unterwegs bist, dann brauchst du natürlich auch entsprechend viel Platz. So. Ursprungszustand gleich wiederhergestellt. So. Damit die nächsten, die kommen. Dann können die nächsten, die kommen, genau. Ein ordentliches Auto vorfinden. So, das wird reingesteckt. So, zack, fertig. So, aber das könnte in der Serienfertigung dann nochmal ein bisschen anders sein, je nachdem, wie sich das rausstellt. So. Große Küche, das ist die Palace-Küche? Das ist die Palace-Küche, also wie gesagt, ab hier ist der Grundsatz allseits bekannt. Wir haben eine 88 LB. Helles Holz auch hier. Habt ihr das jetzt immer öfter im Verkauf? Ja, in der Tat, also es hat sich gedreht, es sind mittlerweile 50-50. Wir haben die Wohnwelt Trend und die Wohnwelt Live, hell und dunkel und der Anteil am hellen Holz hat deutlich zugenommen. Ja, es gibt eine gute Nachricht, wenn Fahrzeuge schlecht lieferbar sind, erhöht sich der Wiederverkaufswert, denn zurzeit sind Gebrauchte selbst aus dem Rental-Bereich, gehen fast zum Neuwagenpreis über den Tisch. Das hättest du dir letztes Jahr noch nicht
vorstellen können. Also viele, ich war bei dir am Stand, also selbst ein Kollege von mir hat mich angerufen, du kennst doch hier den Robert Crispins, geht das nicht schneller? Hat er gesagt, nee, es dauert ein Jahr, Minimum. Ja. Es ist leider momentan so, also die Nachfrage ist derart gestiegen, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Ja gut, Hintergrund ist die Frage ist immer, in welche Disco möchte man, die mit der langen Schlange oder die ohne Schlange? Das ist dann immer so die Geschichte. Aber ihr seid dabei, ihr werdet eine Lösung schaffen, ihr habt unglaublich viel Geld in die Hand genommen, um das zu verändern. Ihr sucht aktuell auch Personal. Ja, aber schon immer. Also wir suchen seit dem Tag 1 immer Personal. Wir sind ja jetzt bei über 400 Mitarbeitern, Tendenz steigend. Denn es gibt demnächst mehr zu tun, so viel kann man schon mal verraten. Also wenn jemand zum Beispiel, egal aus welchen Gewerken, Elektrik, Möbelbau, Schreiner, die das cool finden und sagen, sie möchten im Keulen-Team. Wir haben ein Video gedreht, wie gefertigt wird. Das ist repräsentativ für euch? Ja, mega. Auch immer noch? Mega. Okay. Ruhig mal zeigen, also gebt mal ein, wie Reisemobile gebaut werden. Und ja, da hat man ein Doppelspülbecken. Was hat das für eine Funktion, so ein Doppelspülbecken? Wir haben hier die Möglichkeit zu waschen und hinten abtrocknen zu lassen. So, Shenandoah, wir gehen mal ganz kurz und schauen uns das Fahrzeug mal komplett an. Du hast hier ein ganz großes Bett. Wenn du mal kurz rausgehst, lass ruhig mal die Schuhe rausbaumeln. Hinten. Yes. Yes. So, 2 Meter Länge, 2 Meter Breite mit diesem kleinen Ausschnitt, der da ist, der hier vorne da ist. Sehr, sehr geräumig. Bitte einmal zur Seite drehen, dass man mal sieht, wie gemütlich das sein kann. Und da können natürlich beide ganz, ganz bequem ein- und aussteigen. Hier unten ist dann noch eine Trittstufe drin, die auch befüllt werden kann. Leselampe mit Touch und Nachtlicht. Ja, das Auto kenne ich natürlich recht gut, muss ich sagen. Ein Palace. Dann dieser riesengroße Waschtisch. Ja, ich habe eine dunklere Holzfarbe und ich war schwer am Hadern, aber finde die dunkle auch ganz toll. Wirkt viel edler, dunkel. Das hier ist natürlich viel heller, das Raumgefühl viel größer. Also das ist jeder wie er will. Aber der helle Boden ist natürlich schon ein Hammer. Habt ihr den hellen Boden schon mal verkauft mit dem dunklen Holz? Das passt nicht, oder? Du meinst den Cappuccino mit dem dunklen? Nee, das dunkle Holz mit diesem hellen Boden hier. Ja, doch. Querbeet immer. Also es ist, wie gesagt, die Geschmäcker sind derart unterschiedlich. Und am Schluss durch kleine Kniffe so eine Farbkombi hinzubekommen. Also ich habe schon Dinge gesehen. Das geht. Bitte einmal den Schrank öffnen. Wow. Toll. Und man kann sich hier im Bad nochmal komplett vereinzeln. Man kann mich hier zuziehen auf der anderen Seite. Kurz mal ziehen. Dann hast du das. Und hier ist auf Wunsch, Robert, noch ein Spiegel. Ja, hier ist auf Wunsch nochmal ein Spiegel. Den kannst du entweder auf die Seite oder auf die Seite platzieren. Ja, richtig wichtig ist natürlich auch der Stauraum im Spiegelschrank, sodass wirklich mindestens 2 Personen optimal alle Dinge anbringen können. Das kannst du rausziehen, kannst du hier die Hände waschen und hier hast du dann nochmal einen großen Fernseher, 32 Zoll. Also absolut ausreichend, den du rausziehst. Jede Menge Stauraum. Ja, ganz, ganz groß. Hier drunter ist dann die Heckgarage. Du kannst die Temperatur im Heck nochmal einzeln regeln. Genau, die kannst du separat regeln. Es gibt welche, die wollen es kalt, es gibt welche, die wollen es warm und dann kannst du da perfekt einstellen. So, übrigens, für alle, die das sehen, der Robert und ich, wir machen ja schon länger Videos. Er ist der Geschäftsführer von Morelo und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist wirklich hier auf der Messe stark unter Stress, denn ihr habt, was das Thema Abverkauf angeht und Regulierung und ich sag mal auch Verkauf, sowas wie in dieser Messe habt ihr noch nicht erlebt. Nein, ich muss das wirklich dazu sagen, sowas gab es noch nie. Aber egal, wo du hinhörst, also es ist wirklich immer dasselbe, der Kunde und der Zulieferer. Momentan, wir könnten die Kapazitäten steigern, aber ich meine, wenn du kein Material herbekommst, macht das in der Regel keinen Sinn, Kappa zu steigern. Und ihr seid quasi ausverkauft. Das heißt, Fahrzeuge werden euch aus den Händen gerissen, aber auch von Zielgruppen, die man von Morelo neu erobern will. Also das ist ja das Fahrzeug für junge Familien. Jetzt mal Hand aufs Herz, hier liegen wir bei 300.000 Euro mit einer guten Ausstattung. Das ist aber trotzdem eine Geldanlage. Wie lange hält denn so ein Morelo? Habt ihr... Hast du nicht aufgepasst, 250.000 250. Nein, mit... So, das hier ist jetzt ein Angebot. Wir
hier steht, also genau mit der Ausstattung, was kostet er? 249.000. 249.000. Und wer sich auskennt, der hat Hubstützen, haben wir eben gesehen. Das Paket ist vorne, wir können gerne noch mal drauf. Gerne, machen wir mal. Dass wir das mal zeigen. 32 Zoll Fernseher vorne. Und die Ausstattungsmerkmale, die können wir uns ja gleich mal zeigen. Ihr habt hier ein Prospekt, das wird auch regelmäßig weggenommen. Das ist ein Messepaket, 44.000 Euro spart man. Genau. Wird es das nach der Messe noch geben? Nicht lange. Nicht lange. Das heißt also, klar, ich meine, ich werde jetzt das Video veröffentlichen. Das sind die, wenn du mich noch kurz mal aufklärst, Morelo A80RL, das sind alles diese Versionen. Das sind die Aktionsmodelle, die wir anbieten mit der Ausstattung. Genau, wenn du gerade mal stillhältst, dann filmen wir es mal gerade ab. Also es gibt verschiedene Grundrisse als Alkoven. Genau. Wir haben die Rundsitzgruppe, wir haben hier eine Denette, wir haben hier den 94L, in dem wir gerade drin waren, 98 LS mit den Schränken hinten noch und den 98M. So, und das ist die Ausstattung, also großer Kraftstofftank, so, wir haben Hubstützenanlage, Sicherheitspaket, Elektropaket. Elektro heißt Lithium. Genau. Ordentlich Lithium-Power drin. Und dann eben noch so Kleinigkeiten, die wir für sinnvoll erachtet haben, haben wir mit reingepackt. Plus dann eben das Designpaket, also die Ausstattungspakete. Ja, bitte mal drehen, sagen wir so nett. So, das ist also der Preis von dem Fahrzeug, genau wie wir ihn hier sehen, 249.900. Und ich sage mal, wenn ich bestellt, kriegt auch kein Auto. Probefahren beim Händler, wann wird man das können? Ja, erstmal nicht. Also wir haben bis jetzt ja, das ist ein Unikat, das gibt es noch nicht in Europa. Aber der später, der kommt, wird ganz nah hier dran sein, oder? Das wird eigentlich das identische Fahrzeug. Bis ein paar Kleinigkeiten werden angepasst, aber es ist dasselbe Fahrzeug. Der Fernseher bleibt jetzt an der Stelle. Der Fernseher bleibt jetzt an der Stelle. Komm, wir gehen mal zurück. Wird nicht mehr umgebaut. Robert Crispins, ja, 35 Jahre alt, Vater von 2 Kindern, hat jetzt sein Familienmodell kreiert. Das ist auch ein Thema für dich, damit ruhig mal in Urlaub fahren, oder? Ja, natürlich. Also ich freue mich da im Winter. Schauen wir mal, ob es klappt. Aber ich habe da unheimlich Lust drauf, das Fahrzeug im Winter zu probieren. Ja, ganz anderes Erscheinungsbild. Es läuft wirklich wunderbar, muss man sagen. Auch der Heckantrieb tut dem Fahrzeug richtig gut. Das heißt also, der Antrieb ist dort, wo natürlich auch das meiste Gewicht drauf ist, oder? Genau. Auf der Hinterachse. Und durch die Zwillingsbereifung haben wir natürlich auch ordentlich Grip. Ja, vielen Dank fürs Einschalten heute am 2. September 2021, dem Sommer, der es wirklich in sich hat, auf dem 60. Caravan-Salon am Stand von Morelo. Vielen Dank, Robert. Super, ich habe zu danken. Und besucht uns, es ist noch ein paar Tage. Wir freuen uns. Genau, du schickst mir jetzt mal den Reinhard. Wir werden gleich mal, ihr habt einen Sportwagen, habt ihr in einen Empire-Liner, nee, Grand Empire habt ihr rein. Grand Empire 119 als Sportwagen Edition mit einem schönen Maserati. Den darf dir jetzt mein Kollege vorstellen. Ja, danke schön. Tschüss und vielen Dank, Shenandoah. Ciao.